Hallo, hier ist Lars von Post Product und ich habe heute ein Projekt, bei dem mit Licht gemalt wird. Und zwar haben wir hier den Daniel. Der Daniel war Praktikant bei Lucid Media, war so freundlich vor der Kamera zu stehen und mit seinem Arm und ausgestrecktem Zeigefinger ein paar Bewegungen zu machen. Und an die Bewegung haben wir dann einen Partikelemitter rangeheftet, also seinen Zeigefinger getrackt. Das sieht dann so aus. Der Partikelemitter fängt an. Wir haben im Folgenden auch noch einen Lensflare an diese Stelle geheftet und dem Ganzen auch noch einen kleinen Look gegeben. Okay, schauen wir uns das Footage an. Ich schließe mal das Projekt und mache eins neu. Da haben wir das Video vom Daniel. Full HD, 24 Bilder pro Sekunde. Und machen eine neue Komposition. Ich stelle es mal auf bis 100% und hier auch auf automatisch. Wir sehen hier, okay, es ist zwar schwarz abgehangen im Hintergrund, aber hier sehen wir scheinbar noch ein bisschen von dem Klebeband. Das werden wir mal als erstes beheben und legen eine Vignette an. Und ich mache eine Farbfläche mit dunkelblau, fast schwarz in Kompositionsgröße. Ich nenne es auch schon mal Vignette. Wähle das runde Ellipsenwerkzeug aus, Doppelklick da drauf, erstellt mir gleich eine Ellipse und die werden wir umkehren und, sagen wir mal, 150 Pixel weich zeichnen. Und noch ein bisschen transformieren durch Doppelklick auf einen dieser Händler. Gedrückte Steuerungstaste halten. Ich werde es hier noch ein bisschen reinstauchen und hier können wir es noch ein bisschen vergrößern. Der Farbunterschied ist mir jetzt hier ein bisschen zu blau. Und dann gehe ich nochmal in die Einstellungen dieser Ebene mit Steuerung Shift Y und mache es doch noch etwas schwärzer. Okay, als nächstes ist ja dann der sich bewegende Finger. Ich gehe mal ran, vom Daniel zu tracken. Dabei ergeben sich mal ein paar Grundüberlegungen, die wir in dieser Aufnahme leider nicht so ganz richtig gemacht haben. Und zwar haben wir schon einen recht starken Motion Blur, also eine recht starke Bewegungsunschärfe in seinem Finger. Das wird, denke ich mal, dem Tracker im Folgenden recht schwer machen, genau diesen Punkt zu treffen. Wir hätten vielleicht jetzt den Punkt irgendwie, seine Fingerspitze irgendwie mit einem Tracking Point versehen können. Was aber auch schwer ist, weil manchmal ist die Unterseite vorne, manchmal ist der Fingernagel eher im Vorderen. Okay, gehen wir rein über Doppelklick in die Ebene und haben hier jetzt schon den Tracker aktiviert. Ansonsten unter Fenster, Tracker, den anschalten. Und wir wollen die Bewegung verfolgen. Klicken rein und nehmen uns diese Stelle. Nein, wir gehen doch erstmal an den Anfang zurück. Ich mache das ganze Fenster mal ein bisschen größer, den Rest brauchen wir ja zurzeit nicht so. Okay, und ziehe den Tracking Point an seinen Zeigefinger. Das hier im inneren Quadrat ist nun die Stelle, die in den folgenden Bildern gesucht wird. Und das hier, das äußere Quadrat, ist ja der Bereich, in der jetzt innerhalb des nächsten Bildes versucht wird, dieses innere Quadrat oder den Inhalt des inneren Quadrats wiederzufinden. Und der Tracker steht in den Eigenschaften nur auf Position. Das ist das Einzige, was wir nachher brauchen. Und wir lassen ihn mal abfahren. Da ist schon die erste Stelle, die nicht ganz passt. So, und was im Folgenden auf uns, oder jetzt einmal eher auf mich zukommt, ist, diese Tracking-Punkte doch manuell anzuordnen.
hier sehen wir schon, okay, da haben wir einiges an Bewegungsunschärfe. Nebst dem, dass unser zu trackender Bereich auch hier in diesem Fall zu klein gewählt ist, der Sprung von dem vorigen Frame hier bis zum nächsten dort ist schon eigentlich zu groß, sodass selbst wenn es ein sauberer Punkt wäre, der da auch nicht wiedergefunden werden könnte. Ich werde jetzt im Folgenden das mal händisch machen für die nächsten paar hundert Frames. Zum Glück sind es nur ein paar Sekunden und das Ganze dürfte relativ schnell gehen. Aber ich werde das Screencast an der Stelle mal ein wenig beschleunigen. So, bis hierhin ist jetzt der Zeigefinger getrackt. Alles Weitere jetzt hier in der letzten Sekunde brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil es hier dann auch schon aufhört, dass mit Licht gemalt wird, dass der Emitter aktiv ist. Jetzt nehmen wir uns ein Nullobjekt, was dann die XY-Koordinaten trägt. Das erzeugen wir kurz. Ebene neu Nullobjekt. Das können wir auch kurz Koordinaten nennen. Und hier im getrackten Footage, okay, sehr viel per Hand gemacht und wenig per Tracker, wählen wir diese Koordinatenebene als Ziel aus. Sagen Ziel bearbeiten und wählen Koordinaten aus und wenden das Ganze an. Wir werden gefragt, x und y, ja, genau das ist das, was wir haben wollen. Gut, und dann befinden wir uns wieder in unserer Komposition und sehen unser Nullobjekt direkt am Zeigefinger vom Daniel. Dieses Nullobjekt wird immer so als ein Kästchen dargestellt und das liegt an der Größe dieser Koordinatenebene. Wir können auch hier mit STRG Shift Y in die Eigenschaften dieses Nullobjekts gehen und könnten hier auch sagen 1 Pixel mal 1 Pixel. Die Größe ist ja für das weitere Arbeiten nicht entscheidend. Und somit haben wir nur noch einen kleinen Punkt, der jetzt an der Fingerspitze dranhängt. Kommt ganz darauf an, in welchem Projekt man arbeitet. Manchmal bietet es sich an, hier größere Werte zu haben, damit man dann tatsächlich dort einen Anhaltspunkt sieht. Als nächstes ist die Particular-Ebene dran und da legen wir auch einfach mal eine neue Farbfläche an. Die heißt dann im Folgenden Particular und ist natürlich wie die Kompositionsgröße auf Full HD. Farbe machen wir mal schwarz. Gut, und wir wenden den Effekt an. Effekt, Trapcode, Particular. Dann machen wir hier den Effektbaum etwas größer, stellen auf 100% und automatisch. So, was wir nun sehen ist, dass der Partikel-Emitter läuft, es werden Partikel ausgeschossen. Was wir nun als nächstes wollen, ist zum Beispiel die Position des Emitters an die Fingerspitze dran zu heften. Und da kommt natürlich wieder der Pick Whip. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Aber wir sagen hier bei Position XY mit gedrückter Alt-Taste und dann über diesen Pick Whip, wie auch immer er auf Deutsch heißt, dass er sich mit den XY-Koordinaten des Emitters nach den, jetzt gucken wir hier bei Koordinaten mit P-Taste, nach den Positionskoordinaten, die sich eben hier raus schnappen soll. Also ziehen wir das hier drauf und bestätigen mit Enter-Taste. Okay, als nächstes werden wir dann schon sehen, dass der Emitter genau an der Fingerspitze dranhängt. Jetzt ist nun so vom Ablauf des Videos, hier vorne ist eigentlich noch nicht so viel Aktion. Ich möchte das eigentlich, den Emitter auch erst starten lassen, wenn hier der Daniel anfängt
von hier oben, von dieser einen Stillstandsposition loszuziehen. Das werden wir mal über die Partikel pro Sekunde steuern. Und zwar lasse ich die zu Anfang so bis Sekunde 2 ungefähr noch auf 0. Und wir setzen einen Keyframe für die Partikel pro Sekunde. Und ein paar Frames weiter setzen wir sie hoch dann auf 500. Das heißt, vorher passiert noch gar nichts und jetzt geht's los mit Partikel ausgeben. Und ähnlich rum, ähnlich, nur andersrum machen wir es dann am Ende, wenn er so seinen letzten großen Zug hier macht. Ja, so um Sekunde 11 herum setzen wir nochmal einen Keyframe und sagen, okay, bis hierhin sollen es 500 bleiben und ungefähr 10 Frames später kann das Ganze schon verstummen. Wir kennen wahrscheinlich die Shortcuts Bild hoch, Bild runter, um Keyframe-weise zu springen. In dem Fall will ich 10 Frames nach vorne springen. Das geht mit Shift und gedrückter Bild-Runter-Taste. Und an der Stelle sollen es auch wieder 0 Partikel pro Sekunde sein. Okay, gehen wir weiter in die Einstellung des Emitters. Wir haben einen Punktemitter, das ist okay, linear. Wir wollen aber direktional emittieren lassen und dabei die Aufweitung dieses Partikelstrahls nicht auf 20 lassen, sondern das schrauben wir mal runter ganz auf 0. Dann sehen wir schon, wir kommen schon eher in was Streifenähnliches. Die Velocity-Geschwindigkeit setze ich auf 200 und den ganzen Rest hier mal auf 0. Und dann gehen wir weiter zu den nächsten Einstellungen für die Partikel selber. Ganz wichtig, als Partikeltyp würde sich hier natürlich das Streaklet anbieten. Das nehmen wir auch an der Stelle. Von der Lebenszeit her, wie lange der Daniel da schon weiterziehen kann mit der Hand, und es sind tatsächlich immer noch Partikel zu sehen, das setzen wir ein wenig runter auf 2. Und auch hier ist es so, dass wir das animieren könnten zum Ende hin, dass wir sagen, okay, hier, wo dann auch die Partikel pro Sekunde weniger werden und das Ganze auch wirklich ausfaden soll und wir da sicher gehen wollen, dass keine neuen Partikel kommen und alte nicht noch so lange leben, gehen wir hier hinten mal hin und sagen, okay, bis hierhin, auch wieder ein Keyframe setzen, haben die Partikel 2 Sekunden Lebenszeit und wenig später haben sie gar keine Lebenszeit mehr. 0. Kümmern wir uns weiter um das Streaklet. Hier an der Stelle schraube ich mal die Weichzeichnung des Streaklets ganz hoch. Die Größe wollen wir ein bisschen beeinflussen und das Ganze etwas größer machen. Zufällig machen wir da nichts an der Größe, aber die Größe über die Lebenszeit hinweg werden wir beeinflussen, indem wir hier selber mit gedrückter Maustaste eine kleine Kurve malen, von unten anfangend, ja, ein bisschen random und runtergehend. Da kommen wir schon ungefähr in die Richtung, die wir haben wollen. Von der Sichtbarkeit, also die Sichtbarkeit auch über die Lebenszeit hinweg, gehen wir linear bergab, so dass es nach hinten linear abnimmt. Und die Farbe machen wir auch nicht einfarbig, sondern machen auch über die gesamte Lebenszeit einen Farbverlauf. Und den werden wir hier mal definieren. Diese ganz knalligen Farben nehmen wir nicht. Das wird sich nachher zu sehr mit dem eigentlichen Video, also den Farben hier des Videos beißen. Da wählen wir mal ein paar andere. Nehmen wir hier erstmal so ein Grau, dass es nicht so stark anfängt. Wir können schon jetzt den Transfer-Mode auf Add setzen, damit wir da eine realere Vorschau haben. Und dann werde ich mal die anderen Farben
definieren. Dann wird das hier über einen leichten Gelbton gehen. Dann über einen leichten Grünton. Ein leichtes Blau abgedämpft. Und ein bisschen ins Violett hinein. So, an der Stelle können wir jetzt auch den Ebenenmodus der Particular-Ebene auf Addieren setzen. Und was ich jetzt noch machen würde, wäre dem ganzen Partikel-Emitter noch eine extra Weichzeichnung zu geben. Und das mache ich über, ich klappe das Ganze mal zu, Effekt, Weich- und Scharf zeichnen, schneller Weichzeichner. Und den wähle ich einfach mit, sagen wir mal, 5 Pixeln aus, dann kriegt das Ganze noch mehr Weichheit. Okay, wenn wir jetzt mal gucken, könnten wir vielleicht hier das Gelb noch ein bisschen intensivieren in dieser Farbabstufung und sagen, okay, das wollen wir noch ein bisschen intensiver haben und auch das Weiß am Anfang auch noch ein bisschen intensiver. Okay, kommen wir zum nächsten. Und das wäre jetzt noch ein Lensflare an die Fingerspitze dran zu basteln. Und auch dafür erzeugen wir eine neue Farbfläche, nennen die, das ist meine Abkürzung, Null Light Factory. Auch diese Ebene können wir gleich schon auf Addieren stellen und wenden mal den Effekt Null Light Factory. Ich nehme jetzt mal Easy. Gut, und auch hier haben wir ja Positionseigenschaften für den Blendenfleck, für das Lensflare. Und den wollen wir nun auch an die Fingerspitze rantracken. Und im Grunde machen wir hier das Gleiche. Wir haben hier noch die Koordinaten der Fingerspitze und haben hier die Koordinaten des Mittelpunkts. Und auch hier gehen wir mit gedrückter Alt-Taste auf die Stopwatch drauf, nehmen den Pick Whip und lassen ihn hier auf der Position der Koordinaten los, bestätigen mit Enter. Und auch hier wandert dann der Lensflare mit. Ich wähle hier einen leicht anderen aus. Ich mache den noch ein bisschen kleiner, um die Hälfte. Und wähle hier auch ein anderes Preset aus, nämlich das 105 mm. Gut, und auch hier ist es ja so, dass das Ganze noch nicht gleich zu Anfang so erscheinen soll, sondern erst ab der Stelle, ab der auch die Partikel emittiert werden. Also gehen wir an die Stelle, an der das starten soll und setzen mal die Helligkeit runter, machen einen Keyframe an der Stelle, gehen ein wenig weiter und ziehen es hoch auf 100 bei der Helligkeit. Und das Ganze bleibt erhalten bis relativ zum Ende. Bis hierhin halten wir den Wert 100. Auch hier wieder ein Keyframe setzen und kurze Zeit später fällt auch das wieder runter. Okay, ich klappe jetzt mal die Ebenen ein. Wir haben das Lensflare, wir haben die Partikel und natürlich unsere Vignette, die ein bisschen was abdeckt. Was mir jetzt auffällt, ist, dass wir hier schon diese kleinen einzelnen feinen Lightstreaks sind ja schön und gut. Ich will es aber an der Stelle gar nicht so scharf haben und deswegen würde ich jetzt hier bei dem Lensflare auch noch einen Weichzeichner drauf machen, und zwar einen ganz bestimmten, und zwar den radialen Weichzeichner. Den würde ich dann auf strahlenförmig stellen und sagen wir mal einen Wert von
25. So haben alle weit entfernten Flares zum Beispiel, ja, hier, dann eine enorme Unschärfe. Und ich glaube, das ist auch das, was ich haben will. Ich will nicht diese ganz klassischen runden Flecken haben, sondern eher nur einen Eindruck davon. So, und zu guter Letzt will ich dem Ganzen noch ein wenig Glow geben. Wir haben hier mit Licht zu tun. Wir haben zwar schon das Lens Flare, aber trotzdem möchte ich, dass das Ganze hier, der Flare selber und auch der Daniel als dargestellte Person ein bisschen mehr eine, sag mal, umgebende Leuchtenergie bekommen. Und dafür nehme ich Magic Bullet Lux zur Hand und erzeuge mal eine neue Einstellungsebene, die im Abkürzungswahn auch MBL genannt wird. Und wende darauf Magic Bullet Lux an. Und was mir vorschwebt, ist ein Effekt, der das Ganze, ja, wie eben gesagt, ein bisschen leuchtend macht. Okay, und da schwebt mir vor, dass wir ein Preset auswählen, der das Ganze ein bisschen einfärbt. Und wir haben ja zwar schon Diffusion, ich mag aber noch mal ein bisschen mehr hinzufügen und das Ganze anwenden auf hauptsächlich die hellen Farben und jetzt auch ein bisschen das Rot rausnehmen. Wir haben ja hier eher noch kühlere Farben in dem Streifen drin. Okay. Es ist jetzt ein bisschen Geschmacksfrage, ob wir das Magic Bullet Lux auf alles darunter anwenden oder ob wir das Lens Flare davon ausnehmen. Das ist eigentlich, ja, wie gesagt, Geschmackssache und von Fall zu Fall auch höchstwahrscheinlich unterschiedlich habbar. An der Stelle jetzt hier sind wir eigentlich schon fertig mit dem, was wir erreichen wollten. Ich mag aber gerne noch zeigen, was wir zusätzlich noch bauen könnten. Man könnte mit dem Particular noch insofern weitermachen, dass man ein 1:1 Duplikat dieser Ebene erzeugt über Steuerung D und dann mit diesem zweiten, ganz erstmal deckungsgleichen Emitter weitermacht und da noch ein paar Modifikationen dran macht. Natürlich könnten wir jetzt hier, was wir eben gar nicht gemacht haben, die Aufweitung des Partikelstrahls etwas erhöhen. Da ergibt sich dann so ein bisschen glowy, rauchiger Look dadurch. Oder auch diese Geschwindigkeit durch die eigene Bewegung, was so ein bisschen so der Zentrifugalbewegung wahrscheinlich, Physiker, schlacht mich nicht tot, meiner Meinung nach dieser Zentrifugalbewegung etwas entspricht, den Wert hochziehen, sodass es mehr nach außen geht innerhalb der Bewegung. Ja, da sind der Fantasie natürlich jetzt wieder keine Grenzen gesetzt. Ja, bis dahin. Danke fürs Zuschauen und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.